Hallo liebe Freunde von Delta 4x4 und ich darf jetzt vor allem die Mercedes Sprinter-Freunde begeistern, die ja immer mehr werden. Wir haben immer mehr Nachfragen oder Anrufe von begeisterten Sprinterfahrern, worüber wir natürlich sehr glücklich sind, und darum haben wir uns jetzt entschlossen, unser erstes Video, also es ist jetzt die Premiere, über den Mercedes Sprinter zu machen, und ich darf euch jetzt hier über den brandneuen 4x4, das ist ein MLT-Aufbau, ein bisschen was erzählen, was wir so verändert haben, was wir so Neues haben, und just follow me around. So, ich stelle euch jetzt das Auto einfach mal von vorne bis hinten vor, und wir fangen natürlich logischerweise von vorne an. Und das erste, was bei dem MLT, glaube ich, ins Auge fällt, ist der Frontbügel. Den Frontbügel kann man auch bei anderen Sprintern montieren, also auch beim Frontantrieb oder beim Heckler, ist völlig egal. Der Frontbügel passt immer und hat eine praktische EG-Zulassung. Das heißt, nachdem man den Bügel verbaut hat, muss er nicht zum TÜV fahren oder zur DEKRA und den extra eintragen lassen, sondern man zeigt bei einer eventuellen Kontrolle einfach die EG-Bescheinigung und alles ist geklärt. Also könnt ihr euch wirklich darauf verlassen, eintragungsfrei und absolut alles getestet und für gut befunden. Was ich jedem, der sich für diesen Frontbügel entschieden hat, empfehlen kann, ist die Montage von Scheinwerfern. Da kann man auch entscheiden, wo man die montiert, an die Seite, oben drauf, zum Beispiel in so Bars, das passt auch perfekt. Oder auch hier hängend. Also wie gesagt, gibt es verschiedene Möglichkeiten und kann man dann mit dem Fernlicht koppeln oder auch als extra Arbeitsscheinwerfer mit einem extra Schalter anschließen. So viel zum Frontbügel, wir gehen gleich weiter hinter. Jetzt zu unserer Felge oder allgemein zu der Rad-Reifen-Kombination, was wir hier jetzt bei diesem Sprinter verbaut haben, weil das ist eigentlich das Besondere. Und zwar kennt ihr unsere Classic B-Felge wahrscheinlich schon, zu der muss ich jetzt glaube ich nicht mehr viel erzählen, mit dem abschraubbaren Ring und so weiter, was halt wirklich technisch eine Top-Felge ist. Aber die haben wir bisher immer in 18x8,5 verbaut oder auch in 18x9 schon. Und das ist jetzt eben die Felge in 20x9,5, und das ist der erste Sprinter, wo wir die 20 Zoll Felge verbaut haben. Der Reifen ist ein 265 50/20 und hier haben wir uns für den MT-Reifen entschieden. Auch aus optischen Gründen, weil es halt einfach wirklich cool aussieht. Natürlich kann man da auch einen normalen Straßenreifen nehmen, Ganzjahresreifen, Winterreifen, whatever. Wir haben ihn jetzt einfach mal genommen, um mal ein bisschen zu testen. Die 20 Zoll Felge hat folgende Vorteile, und zwar wirklich auf der Straße ist es einfach ein viel stabileres Fahrverhalten. Also vor allem in Kurven kann der Reifen halt einfach nicht arbeiten, sondern der Vorteil bei so Niederquerschnittsreifen, was eigentlich bei Offroadern ja absolut verpönt ist halt einfach der Vorteil, dass die viel stabiler ist. Die Offroader werden jetzt sagen, ja, aber was bringt mir das? Ihr seid doch der Offroad Company. Ganz klar, wenn jemand wirklich viel im Offroad fährt oder auch auf unbefestigten Straßen, dann ist die 18 Zoll wahrscheinlich immer noch die bessere Wahl oder ist die bessere Wahl, weil er halt einfach mit dem Reifen mehr arbeiten kann, man kann die Luft auch ein bisschen mehr ablasten und so weiter. Also die richtigen Offroader, bleibt bei der 18 Zoll, keine Frage, aber Leute, denen einfach das Design wichtig ist von der Felge und halt auch die Kurvenstabilität und allgemein das Fahrverhalten auf der Straße, also auf der normalen Straße, wo, sind wir ehrlich, wo die Sprinterfahrer 90% fahren oder allgemein auch andere Geländewagenfahrer, da würde ich dann eher die 20 Zoll empfehlen. Aber liebe Offroader, ganz klar, wenn ihr wirklich viel Offroad fahrt, dann nehmt die 18 Zoll, bleibt der 18 Zoll. Oder wir haben ja auch zum Beispiel die 16 Zoll Felge. Wie gesagt, falls ihr da euch nicht so sicher seid, dann könnt ihr uns natürlich auch fragen, wir beraten euch da gerne. Um den Reifen drunter zu bringen, der ist jetzt natürlich höher als die Serienreifen, mussten wir auf ein höherliegendes Fahrwerk zurückgreifen, und zwar haben wir, wie ihr das von uns kennt, natürlich da wieder ein eigenes gemacht, und zwar eine 40 mm SDK Höherlegung, das heißt Suspension Distance Kit, und zwar besteht die aus 9 Stoßdämpfern für die Hinterachse. Da kann man wählen zwischen den Bielstein-Dämpfern, die kennt ihr bestimmt, oder auch Dämpfern von Trailmaster. Mit denen arbeiten wir auch sehr gern zusammen. Mal schauen, was sich da durchsetzen wird, worauf die Sprinterfahrer eher abfahren. Bin ich gespannt. Ansonsten sieht man hier zum Beispiel auch so eine Aluminiumdistanz. Die ist jetzt hier noch pures Aluminium, weil es einfach der Testverbau jetzt im Endeffekt ist. Normalerweise wird die dann eloxiert geliefert, das heißt komplett schwarz und sicher für jegliche Korrosion. Hier einfach jetzt noch als Testverbau, und der Vorteil ist, man sieht es jetzt fürs Video natürlich ein bisschen besser. Wie gesagt, 40 mm höher. Beim Getriebe haben wir dann etwas gemacht, und zwar wir setzen das Getriebe im Endeffekt wieder 20 mm tiefer. Das heißt, wer Angst hat, dass die Antriebswellen überstrapaziert werden durch dieses Fahrwerk,
dem kann ich die Angst nehmen. Wie gesagt, wir haben den Winkel wieder angepasst, das heißt, der Winkel ist im Endeffekt nahezu gleich wie bei wie beim serienmäßigen Sprinter. Also bei so Höherlegungen ist immer die Angst bei vielen, dass die Antriebswellen eben da überstrapaziert werden und da auch den Geist früher aufgeben als serienmäßig oder gar nicht. Und den können wir die Angst eben nehmen mit der Getriebe-Tieferlegung, wie man so schön sagt. So, jetzt natürlich die Frage, warum eine Höherlegung? Ganz klar, um natürlich auch diese wunderschönen Räder drunter zu bringen, aber natürlich auch mit den Rädern bekommt man natürlich mehr Bodenfreiheit. Das heißt, hier unter dem Rahmen sind es 5,5 cm mehr Bodenfreiheit, was wirklich eine Menge ist. Und Bremsungswinkel verbessert sich auch und allgemein natürlich fürs Geländefahren einfach die viel bessere Option als ein serienmäßiger Sprinter oder whatever. Jetzt ist die Frage, so breite Räder, die sind natürlich schon mega breit. Was müssen wir da noch machen? Und zwar haben wir uns hier was einfallen lassen, und zwar diese schönen Verbreiterungen. Made in Germany übrigens. Die verbreitern den Sprinter vorne um 35 mm pro Seite, hinten um 22, allerdings hier bei dem MLT logischerweise brauchen wir den nicht, weil der eben durch den Kasten schon so breit ist, dass wir da kein Problem haben mit der Abdeckung des Reifens. Aber beim Kastenwagen mit Schiebetür und so weiter, dann gibt es auch noch für hinten das Set mit 22 mm pro Seite. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen weitergeholfen, ihr habt ein bisschen mehr über unsere Arbeiten am Sprinter erfahren und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann ruft uns gerne an. Ihr könnt auch dem Daniel schreiben, das ist unser Sprinter-Experte, oder ihr informiert euch auf draußen.de, das ist eine super Seite von dem René, der da über seinen Sprinter berichtet und auch über unsere Umbauten. Ansonsten, wir versuchen immer Unmögliches möglich zu machen, also falls ihr irgendeine Spezialsache habt oder egal was oder einfach nur Beratung braucht, ruft uns jederzeit an, schreibt uns eine E-Mail. Wie gesagt, wir schauen, dass wir für euch die perfekte Bereifung oder den perfekten Umbau fertig machen. So, stay tuned.